Container in 1:50. What could possibly go wrong? Ich habe mir, ist schon wieder ein Moment her, ein AGV gekauft. Allerdings in 1:50 quasi als Ausstellungsstück. Das ist von IMC Models aus Kunststoff gefertigt und wirklich top. Sauber lackiert, vollständig bedruckt und da, wo es sich anbietet, auch detailliert ausgeführt. Ein schönes Modell, aber so ohne Container auch irgendwie unvollständig, oder? Ich bin ja eigentlich kein so versandkostenfreier Jäger. Ich finde, die Dienstleistung sollte durchaus bezahlt werden, damit man sie zu würdigen weiß. Aber wenn ich mit meinem eigentlich geplanten Einkauf dann so knapp unter der Versandkostenfreigrenze des Händlers liege, da schaue ich dann doch, dass ich irgendwie noch drüber komme, damit ich keine Versandkosten bezahlen muss. Und so ist mir vor kurzem ein Container für das AGV in den Warenkorb gelandet. Genau genommen sogar 2, man will ja auch ab und zu mal durchwechseln. In meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich mir, was kann da schon schiefgehen? Ich meine, fast doppelt so groß wie H0. Und wenn man sieht, was Kombimodell und PT-Trains in dem Maßstab hinbekommen, da kann sie ein 1:50 eigentlich gar nicht mehr schlechter werden. Tja, jung und dumm halt. Denn es kam Diecast Masters um die Ecke und sagte, hold my beer. Ich präsentiere den 40 Fuß Dry Goods Sea Container von Diecast Masters. Ein Collectible Diecast Scale Model Replica. Das ist schon direkt die erste Lüge. Diecast, für die es noch nie gehört haben, ist Druckguss. Im Modellbau meist in Form von Zink, also Zinkdruckguss. Am bekanntesten sicher durch die Autos von Matchbox, Seco, Majorette oder Hot Wheels. Aber natürlich auch durch die Modelle von Märklin. Und spätestens jetzt ist selbst für Leute wie mich, die in Chemie eine 7 hatten, klar, wir reden hier von Metall. Also alle außer Diecast Masters. Der Container ist nämlich aus, Überraschung, Plastik. Was aber zumindest bei den Amis anscheinend niemand so genau nimmt, auch Classic Metalworks bietet seit Jahren Fahrzeugmodelle aus Kunststoff an. Real Replicas, also echte Nachbildungen, das ist der Claim unter dem Logo von Diecast Masters. Dann schauen wir doch mal, ob das wenigstens der Wahrheit entspricht. Nein. Und das war's für diese Woche. Hier geht's einfach beim nächsten Mal weiter. Natürlich nicht, wir schauen da schon im Detail drauf. Also zurück zu diesem nicht lackierten Stück Plastik mit gesickten Wänden. Container wäre nämlich eine Beleidigung für echte Container. Lackiert ist das erste Stichwort, denn das ist er nämlich ziemlich sicher nicht. Ich habe jetzt nirgendwo reingeschnitten, um beweisen zu können, dass ich recht habe, aber der optische Eindruck ist durchgefärbtes, unbehandeltes Plastik. Und was für welches? Gegen den Glanzgrad dieses Granulats kann man Herper- oder AWM-Container getrost als stumpfmatt bezeichnen. Dass das Grün mit dem originalen Farbton von Evergreen nicht das geringste zu tun hat, ist da schon fast nebensächlich. Der Rest ist Tampon gedruckt, wobei die Deckkraft bei den weißen Anschriften gut ist, also die man gedruckt hat. Man hat aber mehr weggelassen als gedruckt. Der Container hat keine Containernummer und keine Typbezeichnung. Nirgends. Nicht an den Seiten, nicht an Front und nicht am Heck. Auch das für Evergreen charakteristische große Logo frontmittig fehlt. Dafür finden sich Dinge auf dem Container, die da absolut nichts verloren haben. Diese Streifen hier unten. Das sind sogenannte Reflective Stripes, die das amerikanische Department of Transportation für Auflieger vorschreibt. Auflieger. Ist das ein Auflieger? Sind da irgendwo Räder dran? Wobei, überraschen wird es mich nicht bei allem, was sonst noch so falsch ist. Die Streifen hier oben sind übrigens auch falsch. Die haben nämlich nur High-Cube-Container. Und schaut man sich den Kollegen hier an, dann wirkt er doch auch ein bisschen pummelig. Misst man danach, kommt er auf eine Modellhöhe von 5,2 cm. High Cube im Original 2900 mm oder 9 Fuß 6 wären aber in 1:50 5,7 cm. Wir haben es ja also, und das ist vermutlich das erste wahre Wort auf dieser Verpackung, mit einem Dry Goods oder Dry Van Container zu tun.
Hindert Diecast Masters aber nicht daran, in die Höhenangabe trotzdem die falschen Werte, nämlich die für einen Highcube zu schreiben. Die man übrigens gerade so lesen kann. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man meinen, man hat da den Digitaldruckexperten von Rize abgeworben. Wie kann man denn in so einem großen Maßstab ein dermaßen abartig schlechtes Druckergebnis abliefern? Leicht erhaben ausgeführt und bedruckt sind übrigens die Belüftungsklappen. Es sind halt leider viel zu viele an jeder Seite. Interessanterweise sind übrigens die Gewichtsangaben auf der Tür dann wieder richtig. Sie entsprechen einem 40 Fuß DV-Container. Reicht dann aber auch irgendwie nicht mehr, um als echte Nachbildung durchzugehen. Apropos Türen, die sind zu öffnen, wenigstens was. Es reicht übrigens, den Containerkopf überzudrehen, dann gehen sie auf. Auf eine realistische Nachbildung der Türmechanik hat man übrigens verzichtet. Auf eine Gestaltung des Innenraums ebenso. Zur Sickung und zur Anordnung der Verschlussriegel konnte ich jetzt kein Vorbildfoto finden und einzeln angesetzt ist die Verschlussmechanik leider auch nicht. Und wer das alles noch nicht genug hat, man es nicht mal geschafft, den Evergreen-Schriftzug in der richtigen Schriftart zu gestalten. Ich meine, du musst jetzt kein gelernter Schriftsetzer sein, um zu erkennen, dass beispielsweise das G sehr weit vom Original abweicht. Fassen wir zusammen. Gekauft haben wir ein Collectible Diecast Scale Model Replica. Real Replica sogar, wenn man den Claim berücksichtigt. Diecast respektive Druckus. My ass. Scale Model, also maßstäbliches Modell. Leider nein, scheitert ja allein schon an der Höhe. Real Replica, also wenn das Vorbild ein viereckiger Klotz gesickten Metalls war, dann ja, sonst nicht. Collectible, ernsthaft, wer sowas sammelt, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich verstehe es nicht. Sinkt der Anspruch an die Modelle, je kleiner die Zahl hinterm Doppelpunkt wird? Ich meine, in H0 werden den Herstellern die Modelle um die Ohren geklatscht, weil die eine Niete hinten links um den Hundertstel Millimeter zu weit rechts sitzt. Und in 1:50 kann man sich ernsthaft mit sowas am Markt behaupten? Wie passt das denn zusammen? Ich meine, je größer die Modelle werden, umso einfacher kriegt man eine vernünftige Detaillierung hin. Ich habe mittlerweile übrigens auch ein paar Modelle von WSI, die sind auch weit davon entfernt, perfekt zu sein. Die sind aber deutlich besser als dieser Diecast Masters Schrott. Wobei kann eigentlich irgendwas Schrott sein, was noch nicht mal aus Metall ist? Das Masters in Diecast Masters, diese Meisterleistung von denen besteht offensichtlich darin, alles zu versprechen und nichts zu halten.